Mein Name ist Tobias Schnitzer. Ich bin ursprünglich aus Darmstadt, habe in Heidelberg studiert und bin jetzt seit fast 5 Jahren an der ETH Zürich im Arbeitskreis von Helmer Wennemers und arbeite da an Peptidkatalyse. Der erste Input für mich zum Chemiestudium kam eigentlich, als wir irgendwann mal Vertretungsunterricht hatten im Chemiehörsaal. Und da hing dieses riesige Periodensystem in den verschiedenen bunten Farben an der Wand. Und das war für mich wahnsinnig interessant zu sehen und zu verstehen, was ist das eigentlich? Die Chemielehrer, die ich hatte, waren alle dafür begeistert, was sie tun. Und das ist viel wert. Und als ich in Heidelberg angefangen habe zu studieren, war es das für mich. Ja. Also ich wusste, dass ich das will und ich hatte Spaß dran. Ja. Und während meinem Studium habe ich mich mit Enzymen auseinandergesetzt. Die Idee, diese Größe zu reduzieren und kleine Peptide zu benutzen, die aus wenigen Aminosäuren bestehen, war wirklich für mich die faszinierende Fragestellung hier. Und deshalb bin ich hier zu Helmer gekommen. Normale Eiweiße bestehen aus Tausenden von Aminosäuren und wir reduzieren das auf 2, 3, 4 Aminosäuren und mit denen katalysieren wir Reaktionen. Chemie spielt natürlich eine Rolle in meiner Freizeit. Man schaut sich an, was genau geht da auf einer molekularen Ebene zum Beispiel vor. Wenn ich ein Blatt sehe, dann ist mir durchaus bewusst, wie der Farbstoff aussieht, der das Blatt grün macht. Also das sind alltägliche Dinge und natürlich lernt man mit der Chemie auch Organismen um einen herum ein bisschen besser zu begreifen. Oder wie funktioniert Atmung, wie funktioniert Sehen. Das sind Dinge, die einen Chemiker betreffen. Ein Arbeitskreis ist ja durch Veränderung geprägt. Regelmäßig gehen Doktoranden, regelmäßig kommen neue Doktoranden dazu. Wenn dann bestimmte Personen gehen, die für bestimmte Aufgaben zuständig waren, für Instrumente etc., dann fällt plötzlich die Kompetenz weg. Und das ist wirklich ein Vorteil von Heidolf. Der Roti ist angekommen und wir haben ihn benutzt. Da war nicht viel nötig mit weiterer Einführung, das Manual lesen. Der funktioniert einfach.